kennt die Geschichten von Puntilla nicht? Da war sie noch nicht hier. Erzähle die von der großen Verlobung. Die fängt an auf dem Gut Puntilla. Nein, sie fängt an im Hotel Tavastberg. Herr Puntilla war drinnen. Und Matti Altonen, der Chauffeur, war draußen. Und das Fräulein Eva war zu Hause. Das war die Tochter von Puntilla und es war wegen ihrer Mitgift. Sing das Lied. Herr Puntilla, soff 3 Tage lang in Tavastberg im Hotel. Da war der Richter, der Advokat und ein Zeitungsschreiber zur Stelle. Da war der Richter, der Advokat und ein Zeitungsschreiber zur Stelle. Wacht auf, Schwächlinge! Lasst mich nicht so allein. Wisst ihr nicht, was das zavastländische Volk von einem gebildeten Menschen erwartet? Ha? Von dir, einem Arzt. Von dir, einem Advokaten. Von dir, einem Zeitungsschreiber. Frederik! Huhu! Aha. Und du willst ein Richter sein? Ruhe im Gerichtssaal. Frederik, enttäuscht von dir. Enttäuscht. Schaut, ich steig. Hier, lass los, Frederik. Lass los. Ich steig hinaus auf die Flüssigkeit und wandle auf dem Aquavit. Ein paar Flaschen Aquavit kapitulieren. Warum? Ihr habt kaum hingerochen. Ins Boot habt ihr euch verkrochen, wie ich euch hinweggerudert habe über den Aquavit. Nicht hinaus habt ihr euch schauen, trauen über den Bootsrand. Schaut! Ich steig hinaus aus dem Boot und geh ich unter. Wer bist du? Ihr Chauffeur. Beim was? Ich bin Ihr Chauffeur, Herr Puntilla. Das kann jeder sagen. Ich kenne dich nicht. Vielleicht haben Sie mich noch nie richtig angeschaut. Ich bin ja erst 5 Wochen bei Ihnen. Und ich warte seit 2 Tagen und 2 Nächten im Wagen vor dem Hotel. So können Sie einen Menschen nicht behandeln. Was heißt einen Menschen? Bist du ein Mensch? Vorhin hast du gesagt, du bist ein Chauffeur, Geld? Jetzt habe ich dich auf einem Widerspruch ertappt. Gib's zu. Das werden Sie gleich merken, dass ich ein Mensch bin. Zahlen Sie mich aus. Und das Zeugnis hole ich mir auf Puntilla. Deine Stimme kenne ich da. Deine Stimme klingt ganz menschlich. Wir müssen uns kennenlernen. Komm, setz dich. Ich bin der Gutsbesitzer Puntilla. Ich habe 90 Kühe. Oh. So. Ich bin der Matti Alton und freue mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ich habe immer gesagt, auf der Reise trifft man die interessantesten Menschen. Ich kann sehen, du bist ein wirklicher Mensch.
Wollen wir von etwas Menschlichem reden, Bruder? Reden wir vom Geld. Unbedingt. Es ist aber niedrig, vom Geld reden. Dann reden wir nicht vom Geld. Falsch. Denn, frage ich, warum sollen wir nicht niedrig sein? Sind wir nicht freie Menschen? Nein. Na, siehst du, als freie Menschen können wir tun und lassen, was wir wollen. Und jetzt wollen wir niedrig sein. jetzt reden wir vom Geld. Ich muss meine Tochter mit einem Attaché verheiraten. Der Tag ist schon festgesetzt. Nächster Sonntag. Und ich habe noch keine Mitgift für meine Tochter. Ich glaube, ich muss meinen Wald verkaufen. Was meinst du dazu? Warum nicht, wenn es für Ihre Tochter ist? Was? Meinen Wald verkaufen? Bruder, du enttäuscht mich tief. Weißt du, was ein Wald ist? Ist ein Wald etwa nur 10.000 Klafter Holz oder ist er eine grüne Menschenfreude? Und du willst eine grüne Menschenfreude verkaufen. Pfui. Schäm dich. Komm, ich werde dir meinen Wald zeigen. Kellner! Ich bin schon satt. Was für ein Tag ist heute? Es ist Freitag. Wir sind 3 Tage unterwegs. Das erstaunt mich. Es sollte Dienstag sein. Entschuldigen Sie, Herr Puntila, heute ist Freitag. Auch du, Brutus, weißt du nicht, dass der Gast immer recht hat? Noch eine Flasche Aquavit. Ihr Aquavit, Herr Puntila, und heute ist Dienstag. Bist du mein Freund? Nein. Ich danke dir, ich wusste es. Schau mich an. Was siehst du? Ich möchte sagen, ein verrücktes Huhn, stinkt besoffen. Da sieht man, wie das ausenttäuschen kann. Ich bin ganz anders, Matti. Ich bin ein kranker Mann. Ein sehr kranker. Das freut mich. Das sieht nicht jeder. Wenn mich so siehst, möchtest du es nicht ahnen. Ich habe Anfälle. Anfälle? Du hast nichts zum Lachen. Es kommt über mich mindestens einmal im Monat. Ich wach auf und bin plötzlich sternhagel nüchtern. Es ist so, die ganze andere Zeit bin ich vollkommen normal, so wie du mich jetzt siehst. Und dann kommt der Anfall. Es bin damit, dass mit meinen Augen irgendetwas nicht mehr stimmt. Ich sehe nur die Hälfte von der ganzen Welt. Zum Beispiel hier sind zwei Flaschen. Hier sind 2 Straßen. Und hier ein Mädchen. Dann sind Sie also halb blind. Aber es kommt noch böser, indem ich während dieser Anfälle von totaler, sinnloser Nüchternheit einfach zum Tier herabsinke. Ich habe dann überhaupt keine Hemmungen mehr. Ich bin dann direkt zurechnungsfähig. Weißt du, was das bedeutet, Bruder? Zurechnungsfähig? Nein. Ein zurechnungsfähiger Mensch ist ein Mensch, dem man alles zutrauen kann. Mein Wald. Der Wald von Puntila ist der Wallfahrtsort
für die ganze Bevölkerung. Schau, wie sie die Natur versaut haben. Darum habe ich Stacheldraht ziehen lassen. Ich bin gegen Stacheldraht. Er hat nichts geholfen. Und das gefällt mir an den tabaslänischen Bauern, dass ein Stacheldraht ihn nicht abhält. Ich krieg Appetit, wenn ich das Butterbrotpapier sehe. Ach, aber ich glaube, ich verkaufe den Wald. Sonst müsste ich die Witwe Klinkmann heiraten. Hat Geld wie Heu und ein Faible für mich. Ich habe sie 20 Jahre nicht gesehen. Die Bäume verstehen sich aufs Altern. Psst. Vom Puntila. Die Jagd ist auch dabei. Ich jag gern. Du auch? Mit dem Auto. Nachts. Hasen. Er ist zu hübsch, als dass ich ihn verkaufe. Lieber die Witwe Klinkmann heiraten. Ja. Sie hat erst voriges Jahr wieder einen Preis für ihre Lilien bekommen. Matti, komm! Oh, lebt Frau Klinkmann noch? Sie schläft. Gott sei Dank. So. Komm. Du wirst furchtbar enttäuscht sein und sogar zweifeln an deinem Puntila, aber ich werde den Wald verkaufen. Warum denn? Schau sie dir an. Nicht? Wenn er betrunken war. Ach, lass die Herren mal ruhig saufen. Nur unsere Männer sollen sich den Verstand nicht wegsaufen. Wir können es uns nicht leisten. Wie war das mit den 3 Bräuten? Sandra kann dir die Geschichte erzählen. Sie war damals Telefonistin in Kurgela. Herr Puntila wollte eine reiche Witwe freien, da hat keine Lust. Und freite 3 Mädchen aus Kurgela, die hatten eine hübsche Brust. Und freite 3 Mädchen aus Kurgela,
hatten eine hübsche Brust. Guten Morgen, gnädige Frau. Ich muss Alkohol auftreiben. Wo ist hier die Apotheke? Weiter unten. Aber höre ich recht? Der Herr braucht Alkohol? Ich habe Alkohol. Schön und stark. Ich mache ihn selber. Ja, wie kannst du mir deinen ungesetzlichen Schnaps anbieten, Weib? Ich mache alles nur, wie es im Gesetz steht. Wenn ich jemanden totschlagen wollte, machte ich es nur im Rahmen der Gesetze oder gar nicht. Mein Täubchen, wohin des Wegs so früh? Melken? Wo kriege ich hier Alkohol? So früh höchstens in der Apotheke. Ich interessiere mich für dich. Sag mir, was du für ein Leben hast. Um 3:30 stehe ich auf, misst den Kuhstall aus, dann kommt das Melken, wascht die Milcheimer mit Soda und scharfem Zeug, das brennt auf der Hand. Dann helfe ich auf dem Hof und nachmittags kommt wieder das Ausmisten, das Kuhbürsten, das Melken und das Milcheimer waschen. Ich muss am Tag 120 Liter herausmelken. Das sehe ich nicht als ein Leben an. Pass auf, ich heirate dich. Dann wirst du sehen, was du da für ein Leben hast. Ich bin der Gutsbesitzer Puntila. Oh. Ich habe 90 Kühe. Kommst unter nach Puntila. Abgemacht. Ich komm schon. Ich brauche Schnaps für 90 Kühe, mein gutes, du zartes. Nein, Sie brauchen, dass ich einen Polizisten rufe. Gähnchen, wozu die Polizisten? Ich liebe die Polizisten. denn sie haben größere Füße als sonst wer und 15 pro Fuß. Denn sie sind für Ordnung und ich liebe Ordnung. Ich brauche Alkohol. Kriegen Sie nicht. Aber meine Kühe haben den Scharlach. Sie haben schon rote Flecken und 2 haben sogar schwarze. Da habe ich freilich die Pflicht, dass ich Erleichterung schaffe. Ja. Oh. Und jetzt möchte ich, dass du mir von dir erzählst, wie dein Leben ist. Mein Leben? Studiert habe ich 4 Jahre. Und jetzt zahlt mir der Apotheker weniger als der Köchin. Der Doktor hat eine schlechte Handschrift. Einmal habe ich ihm schon die Rezepte vertauscht und mit den Medikamenten verbrenne ich mir immer das Kleid. Dabei ist die Wäsche so teuer. Manda! Oh. Was gibt's hier zu lachen? Entschuldigen Sie, Herr Kies. Josef! Manda hat wieder ein Glas zerbrochen. Zieh's ihr vom Lohn ab! Da sehen Sie, was ich für ein Leben habe. Komm nach Puntila am Sonntag.
Ich verlobe mich mit dir. Dann wirst du sehen, was du da für ein Leben hast. Herr Puntila, Sie sollen nicht vergessen, dass heute Gesindemarkt ist und dass Sie 2 Ackerknechte mitbringen. Und die Fräulein Tochter sagt, auf dem Gesindemarkt treffen Sie auch den Herrn Bibelius, wo er ihren Wald kaufen will. Das ist richtig. Dahin müssen wir. Der Wald muss geopfert werden, weil ich mich nicht opfere und die Klinkmann heirate, sondern einige Mädchen von hier, die mir besser gefallen. Und was ist schon ein Wald? 10.000 Klafter Holz. Oh, besten Dank, du Wache. Ich denke, Sie würden gern wissen, was ich für ein Leben habe. Ich höre alles, was es im Dorf gibt und auch außerhalb weiß ich alles. Sie würden sich wundern, was ich weiß. Ich bin nicht geheiratet worden deswegen und deshalb verloben Sie sich mit mir. Sie verloben sich sowieso halt nach allen Seiten. Ich komme am Sonntag nach Puntila. Ah? Aber wie kenne ich diesen Bibelius oder wie er heißt, der meinen Wald kaufen will? Er soll eine Schmetterlingsnadel in der Krawatte haben, sagt die Fräulein Tochter. Zum Gesindemarkt. Fräulein Eva, Ihr Vater war da. Ja, er ist ein wundervoller Mann. Er hat sich schon mit 3 Mädchen im Dorf verlobt. Hat er? Nur mit 3? Er hat sich 3-mal verlobt. Fina will wissen, wie oft sich der Chauffeur verlobt hat. Mit niemand bis jetzt. Oh, ihr Mädchen von Tavasland. All die früh aufgestanden sind, jahrelang umsonst, bis der Puntila kommt. Und da hat sich's gelohnt. Her alle, ihr Herdanzünderinnen in der Früh und ihr Rauchmacherinnen. Kommt barfuß. Das frische Gras kennt eure Schritte. Und der Puntila hört sie. Puntila kennt sich mit Pferden aus. Er liebt einen schönen Gaul. Aber was ein Mensch ist, das weiß er nicht. Er liebt ihn nur mit dem Maul. Aber was ein Mensch ist, das weiß er nicht. Er liebt ihn nur mit dem Maul. Nein. 3 Ackerknechte zu 200. Auf die Kleider musst du besonders schauen. Zu gut. Sie sind sich zu gut für die Arbeit, zu zerrissen und sie haben einen schlechten Charakter. 4 Holzfäller zu 350. 2 Stallmägde. Seine Füße gefallen mir nicht. Du sitzt lieber herum, was? Noch eine Stunde Zeit, Kontrakte zu schließen. 7. Wie findest du den? Was würdest du sagen? Niemand will ihn, er ist zu alt. Falsch. Die Leute sind blöd. Die Alten taugen gerade so viel wie die Jungen, weil sie nicht fortgejagt werden wollen. Wie viel? So viel der Herr wollen. Und ich esse fast nichts. Zu viel. Ich nehme die beiden. 6 Jugendliche. Aha.
Sprich mit denen. Und wenn du Herrn Bibelius siehst, ruf mich. Er hat einen Schmetterling auf der Krawatte. Seht ihn euch an! Und jetzt, Brüder und Schwestern, diesen da, seine Liebe ist von Alkohol voll Löcher und sein Herz geschwollen wie der Sack eines Stiers. Und wo ist sein Haar? Seht ihn euch an! Cognac. Hey. 10 Cognac. 10 Cognac. Aha. Wie ist es auf Puntilla? Mittel. Kartoffeln und Heringe. Die Kammer ist nicht groß. Wie weit ist die Schule? Ich habe eine kleine. 1,25 Stunden. Und das geht. Im Sommer. Ich habe nichts anderes gefunden. Und es ist auch bald Schluss hier. Das ist richtig. Ich werde ihm sagen, er soll euch nehmen. Ich kann den Gesinnemarkt nicht ausstehen. Da sollte es nicht geben, dass man Menschen auf dem Markt aushandelt. Habe ich recht? Nein. Ja. Die brauchen eine Arbeit und Sie haben eine Arbeit. Und das wird ausgehandelt. Ob Sie es auf dem Marktplatz tun oder in der Kirche, es ist immer ein Geschäft. Matti. Nur noch eine halbe Stunde Zeit, Kontrakte zu schließen. Der ist nicht schlecht, dem sein Auge gefällt mir. Der Mann ist nichts für Sie, der hält nichts aus. Aber woher weißt du, dass er es nicht aushält? Ha? 11,5 Stunden im Sommer. Dich möchte ich näher kennenlernen. Näher kommen. Du auch. Hält nichts aus. Aber Sie haben doch schon die 2 draußen, Herr Puntilla. Sei nicht kleinlich. Dann schreiben Sie den Arbeitskontrakt aus. Wozu, wo wir uns jetzt kennen? Weißt du, was das heißt, das Wort eines tavasländischen Bauern? Oho! Leg sie ein. Verlier sie nicht. Ich empfehle mich, Herr Puntilla. Wenn Sie keine Tiere lieben, warum tragen Sie dann einen Schmetterling auf der Krawatte? Der Gesindemarkt ist geschlossen. Er hat einen Denkzettel nötig gehabt, einen Gaul schlecht behandeln. Bei dem würde ich nicht arbeiten, wenn ich nicht wüsste. Ich könnte Ihnen bei sowas den ganzen Tag lang zuschauen, Herr Puntilla. Das glaube ich, aber ihr werdet euch wundern. Jetzt haben wir den Wald wieder auf dem Hals. Und da werdet ihr Wurzeln roden. Auf einen Gaul einhauen, wie verrückt. Die Tierliebe ist eine hervorstechende Eigenschaft beim Tavasländer, höre ich. Das
bin überzeugt, dass der Herr Puntila, wenn er gewusst hätte, dass das der Käufer von seinem Wald war, ihn noch mehr hergenommen hätte. Das war Gutas, wenn Sie Tiere nicht lieben. Wie haben Sie das doch ausgedrückt? Irgendwie eben. Irgendwie war es nicht, sondern witzig. Steh nicht um, Kerl. Faulenz nicht. Geh in einen Moulin. Der Wagen sieht wahrscheinlich wieder aus wie eine Mistfuhre. Widersprich nicht, Kerl. Wenn ich beim Aussteuern von Klatsch und über Nachricht erwische, werde ich dir es ins Zeugnis schreiben. Verstanden? So. Sollen wir dann gleich mitkommen? Ich habe uns anders überlegt. Den kann ich schon gar nicht brauchen. Der hält's nicht aus. Ich nehme überhaupt keinen von euch. Aber jetzt ist doch der Gesindemarkt aus. Ja. Abfahren! Ich zeige ihn an. Zeig ihn an. Wo? Mein Minister hat zugesagt. Er kommt zur Verlobung. Treffkönig, das ist Papa. Er hat eine Schwäche für mich. Das sagen alle. Treff 9, Geld. Er sagt zu mir, Sie kann man überall hinschicken. Bei Ihnen befürchte ich nichts. Sie verstehen nichts von Politik. Karo Bub, blonder Mann. Er meint, ich repräsentiere gut. Herzkönig, Herz 10. Ich werde eine große Reise machen mit dem Mann, den ich liebe. Findest du ihn ähnlich? Sehr. Ich habe mich nicht so gesehen. Ich auch nicht. Ich glaube, er kommt. Du, ich bin ein bisschen müde. Ich frage mich, ob du mir verzeihen wirst, wenn ich mich zurückziehe. Herr Puntila, wir sind da. Alles munter auf dem Hof? Hast du den Herrn Bibelius getroffen? Ja. Ist der Verkauf zustande gekommen? So viel ich weiß nicht. Fräulein Eva, hätten Sie was dagegen, wenn die Fina und ich am Sonntag Urlaub nehmen? Aber da ist doch Verlobung. Fina, trag die Koffer hinauf. Sie, ich würde es nicht gerade begrüßen, wenn Sie sich über meine Verlobung irgendwie lustig machen. Das würde ich nie tun. Nur weil mein Vater mit Ihnen herumsauft und Sie dann in sein Vertrauen zieht. Vertraulichkeiten sind nie gut. Ich war in einer Papiermühle. Da hat der Portier gekündigt, weil der Direktor ihn gefragt hat, wie es seinem Sohn geht. Was meinen Sie damit? Ich meine nix. Wenn ich mit der Herrschaft rede, meine ich nie was und habe überhaupt keine Ansichten, weil sie das nicht leiden können beim Personal. Ich wollte nur fragen, ob das gnädige Fräulein noch eine heiße Milch trinkt. Ist ja plötzlich eine Perle. Trag die anderen Koffer herauf. Meine Verlobung ist seit langem geplant. Er hat mir immer jeden Wunsch von den Augen abgelesen. Er würde nie eine vulgäre Handlung unternehmen oder vertraulich werden. Oder seine Männlichkeit zur Schau stellen. Ich schätze ihn sehr hoch. Ich verstehe. Ich möchte betonen, dass der Attaché ein intelligenter und gütiger Mensch ist, den man nicht nach seinem Äußeren beurteilen darf. Und danach, was er sagt. Oder was er tut. Aber Sie sind vielleicht müde. Warum gehen Sie nicht schlafen? Ich leiste Ihnen Gesellschaft. Das brauchen Sie nicht. Sind Sie gekommen?
Frau Klinkmann ist am Telefon. Hallo? Hallo? Bist du es, Johannes? Ja, ich bin's, Elsbeth. Du bist heute Nacht hier gewesen. Nee, ich wollte dir nur sagen, dass ich meinen Wald verkaufe an der Reune. An der Reune. Nach 20 Jahren. Und du bist wieder weggelaufen. Naja, ich war besunken, besoffen, betrunken. Ja. Ich weiß nicht, ob ich eine ziemlich diskrete Sache mit Ihnen besprechen könnte. Das ist eine ganz menschliche Gewohnheit, dass man was bespricht. Wenn die Kühe sich miteinander besprechen könnten, dann gäbe es den Schlachthof nicht mehr lang. Was haben die Kühe mit dem Attaché zu tun? Ich habe an dich gedacht. Das ist nett von dir, Johannes. Du weißt, ich habe ein Faible für dich. Ich meine, ich habe an dich gedacht wegen dem Wald. Bist du interessiert? Ich war immer an dir interessiert, Jochi. Ich feiere morgen die Verlobung von der Eva. Komm schon zum Lunch, da können wir reden. Ich rede gern mit dir, Jochi. Es sind hauptsächlich Buchen. Ja. Adieu. Sie können den Herrn Attaché nicht nach seinem Äußeren beurteilen oder danach, was er sagt. Wie könnte ich ihm das andeuten, dass er zurücktreten muss? Es müsste Ihnen einer helfen. Wie stellen Sie sich vor, dass Sie mir helfen bei sowas Delikaten? Nehmen wir an, Sie fühlen sich angezogen durch meine rohe Kraft. Und der Attaché überrascht uns und sagt, sie ist meiner nicht wert. Sie treibt sich mit dem Chauffeur herum. Das kann ich nicht von Ihnen verlangen. Das wäre ein Teil von meinem Dienst, wie Traktor reparieren. Aber wie können wir dem Attaché zeigen, dass wir intim sind? Deine Bluse ist nicht zu, Eva. Das ist nicht wahr. Ach so, jetzt haben Sie schon gespielt. Der Attaché ist nicht so penibel, dazu hat er zu viele Schulden. Dann kann ich ja wie aus Versehen mit dem Taschentuch Ihren Strumpf herausziehen. Dann wird er sagen, Sie haben ihn nur gegrapscht, weil Sie mich heimlich verehren. Sie haben keine schlechte Fantasie in solchen Dingen, wie es scheint. Ich stelle mir alle möglichen Situationen und verfänglichen Gelegenheiten zwischen uns zwei vor, damit mir was Passendes einfällt. Das lassen Sie bleiben. Schön, ich lasse es bleiben. Mach ich, was ich nicht weiß, denn manche ist am Vormittag kühl und ist am Abend heiß, denn manche ist am Vormittag kühl und ist am Abend heiß. Was zum Beispiel? Wir müssen mindestens zusammen aus der Badehütte rauskommen. Machen Sie sich über mich lustig? Bei Ihnen ist man nie sicher. Warum wollen Sie denn sicher sein? Wenn Sie noch lange Bedenken haben, verliere ich die Lust, Sie zu kompromittieren. Es ist viel besser, wenn Sie mich ohne besondere Lust kompromittieren. Ich vertraue Ihnen. Gehen Sie voraus. Ich muss noch die Spielkarten holen. Spielkarten? Wozu denn? Wie sollen wir denn die Zeit totschlagen? Ich möchte wissen, ob dein Minister morgen kommt, wenn die Verlobung ist. Er hat's bestimmt zugesagt. Da bin ich ganz sicher. Aha. Ich habe immer Glück. Das ist Ministerium sprichwörtlich. Wenn ich was verliere, kommt's todsicher zurück. Das ist, was machst du da, Eva? Ich habe etwas Kopfweh. Ich möchte ein Bad nehmen. Immer diese Launen. Ich habe noch nie gehört, dass ein Mensch mit Kopfweh baden geht. Weg. Was treibst du dich rum, Kerl? Ich würde mich schämen, so herumzulungern. Ich werde dir kein Zeugnis geben. Jawohl, Herr Pundila. Verschämtheit, dieser... Wie stehst du eigentlich mit Eva? Mein Gott, sie ist ein wenig kühl zu mir, aber das ist ihre Natur. In diplomatischer Sprache sagen wir, die Beziehungen sind korrekt. Ich werde ihr noch einen Strauß weißer Rosen pflücken.
Ich glaube auch. Es ist besser. Wunder, dass mein Vater Sie nicht aufgehalten hat. Sie haben mich reingehen sehen. Er muss einen riesigen Brummschädel haben heute. Es wäre auch ungelegen gekommen. Zu früh. Denn die Absicht zu kompromittieren ist nicht genug. Es muss schon was passiert sein. Ich zweifle, ob Sie überhaupt auf schlechte Gedanken kommen. Mitten am Vormittag ist doch nichts dabei. Sagen Sie das nicht. Das deutet auf besondere Leidenschaft. Ich habe einen Herrn gekannt, der hat zu allen Tageszeiten essen können. Mitten am Nachmittag, vorm Tee, hat er sich ein Huhn braten lassen. Wie können Sie das vergleichen? Es gibt auch beim Lieben solche, die besonders drauf aus sind. Puh, heiß ist's. Sie können sich's auch leichter machen. Ich schaue Ihnen nichts weg. Wir spielen um einen halben Pfennig, denke ich. Ich weiß nicht, ob das nicht ordinär ist, was Sie daherreden. Ich habe auf der Klosterschule in Brüssel nur anständig reden hören. Weiße Rosen. Sie ist sehr geistreich. Ich habe zu ihr gesagt, du wärst perfekt, wenn du nicht so reich wärst. Sagt sie, ohne viel nachzudenken. Ich finde es sehr angenehm, reich zu sein. Sie müssen kichern, als ob ich Sie kitzle. Sonst gehen die schamlos vorbei. Das klingt nicht gekitzelt genug. Ist das nicht Eva? Nein, auf keinen Fall. Das muss wer anders sein. Sie sind aber kitzlig. Wehren Sie sich ein bisschen. Du bringst deinen Strauß besser ins Haus. Nein, nein. Doch. Weißt du, es klingt wirklich, als ob es die Eva wäre. Werde gefälligst nicht beleidigend. Und jetzt Perdu. Und lassen Sie nach mit dem vergeblichen Widerstand. Nein. 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 Was soll ich noch sagen? Sagen Sie, das darfst du nicht. Denken Sie sich doch hinein. Seien Sie sinnlich. Nein, das darfst du nicht. Eva! Weiter, weiter. In blinder Leidenschaft. Wenn Sie reinkommen, müssen wir ran. Da hilft nichts. Sie kommen nicht. Dann gehen Sie hinaus. Aber wie ein begossener Pudel. Eva! Hast du gerufen, Papa? Was machst du da drin? Es war doch nichts. Das, nennst du nicht. Herr Puntila, ich habe mit dem gnädigen Fräulein nur Karten gespielt. Was machst du hier? Scher dich an deine Arbeit, halt's Maul. Was soll der Eino von dir denken? Puntila, wenn Sie Karten gespielt haben, ist es ein Missverständnis. Die Prinzessin Astona hat sich einmal beim Bridge so aufgeregt, dass sich eine Perlenkette zerrissen hat. Eva, ich habe dir Rosen mitgebracht. Ich red noch mit der Eva. Und du, Kerl, aufzuschauen hast du zu der Tochter von deinem Brotgeber, wie zu einem höheren Wesen, das herniedergestiegen ist. Puntila, wenn lass mich, Eino. Glaubst du, ich lasse etwas zu? Wiederhol's. Was hast du? Ich muss zu ihr aufschauen, wie zu einem höheren Wesen, das herniedergestiegen ist. Herr Puntila. Deine Augen reißt du auf, in ungläubigem Staunen, dass es sowas gibt. Ich reiße meine Augen auf in ungläubigem Staunen, Herr Puntila. Da fällt mir etwas ein. Gib mir deine Jacke. Jawohl, Herr Puntila. So, Zuchthauspflanze. Ist das meine Brieftasche oder nicht? Jawohl, Herr Puntila. Jetzt bist du verloren, nicht? Brauch nur die Polizei anrufen. 10 Jahre Zuchthaus. Jawohl, Herr Puntila. Aber den Gefallen tue ich dir nicht. Dass du eine Zelle faulenzt und das Brot vom Steuerzahler frisst. Aber ich werde es ins Zeugnis schreiben. Nichts. Seine Schulden sind noch größer, als wir geglaubt haben. Die meisten Frauen, sogar die intelligenteren, haben kein Vertrauen in die Männer. Und das ist falsch. Wenn du aus der Badehütte mit dir herauskommst. Gerade dann braucht's Vertrauen. Wenn ich allein herauskomme, braucht's kein Vertrauen. Verstehst du denn das nicht? Jetzt gib mir einen Kuss und fertig. Wenn du sie liebst. Ich lieb sie nicht. Aber du hast sie auch nicht. Doch,
Aber gleichgültig ist sie dir nicht. Jetzt gib mir den Kuss und ich hasse sie. Hast du Lust, mit mir heute Abend den Fluss anzuschauen? Ich glaube nicht, dass ich Lust dazu habe. Geklingelt. Haben Sie nicht gehört? Meine Arbeit fängt erst morgen früh um 6 wieder an. Ich habe mir gedacht, Sie könnten mich auf die Insel rudern. Ein paar Krebse fangen. Ah, ist es nicht schon ein bisschen nachtschlafende Zeit? Ich schlafe im Sommer sehr schlecht. Können Sie schlafen? Ja. Sie sind zu beneiden, Herr Altona. Ich werde den Attaché bitten. Ich glaube, ich werde doch mitkommen. Sind Sie nicht zu müde? Nein. Ich bin aufgewacht und fühle mich ganz frisch.
Ich heirate den Attaché nicht. Ich glaube, ich nehme Sie. Mein Vater könnte uns das Sägewerk geben. Ich habe einen Knecht gekannt, der hat die Tochter von seinem Herrn geheiratet. Die gnädige Frau hat ihn zum Fischen geschickt, wenn der Propst zu Besuch kam. Und die Kinder haben den Vater mit dem Vornamen gerufen. Das wäre nicht nach meinem Geschmack, Fräulein Eva. Nein. Sie wollen der Herr sein. Ich kann mir vorstellen, wie Sie Ihre Frau behandeln würden. Haben Sie nachgedacht darüber? Sie meinen wohl, ich denke den ganzen Tag an nichts als an Sie. Die Köchin braucht Mathe und lässt fragen, ob Sie nach etwas geschickt haben. Ich? Mitten in der Nacht schicke ich meine Leute nicht nach was. Ist er nicht da? Er ist verschwunden. Er ist hinter einem Rock her. Ich bin sicher, er ist da sehr gut. Wo ist Eva eigentlich? Du solltest dich mehr um sie kümmern, Eino. Meinst du? Ich verlasse mich doch ganz auf Ihre gute Erziehung. Wir gehen besser auf die andere Seite. Da ist es hübscher. Sie kennen sich ja hier gut aus, wie? Man geht immer hierher. Sie, ich bin keine Kuhmagd. Ich habe nichts gegen Kuhmägde. Sie haben keinen Respekt. Die Chauffeure sind bekannt als besonders renitente Menschen, die keine Achtung vor den besseren Leuten haben. Es kommt daher, dass wir die besseren Leute hinter uns im Wagen miteinander reden hören. Heiki! Ich glaube, wir müssen jetzt ans Krebsfangen denken. Haben Sie die Geräte? Wir fangen sie lieber mit den Händen. Das ist viel hübscher. Ich will lieber mit den Geräten. Wir kriegen mehr. Brauchen wir denn so viel? Mein Vater isst nichts, wovon es nicht viel gibt. Das wird ja ernst. Ich hab gedacht, ein Paar und wir unterhalten uns. Ist eine hübsche Nacht. Sagen's nicht von allem, es ist hübsch. Geben Sie die Geräte her. Seien Sie doch nicht so ernst und grausam hinter den Krebsen her. Ich weiß eine Stelle, wo es reichlich gibt. In 5 Minuten haben wir so viel, dass wir es vorzeigen können. Herr Altonen, wollen Sie überhaupt Krebse fangen? Es ist vielleicht schon ein bisschen spät. Ich muss morgen früh um 6 raus und wenn wir hier bis 3, 4 auf der Insel rumwarten, wird es ein bisschen knapp für den Schlaf. Ich werde Sie zurückrudern. Hübsche Nacht heute Nacht, Wiener. Das ist der Rockkind, Fräulein Eva. Als die Blumen reif geworden, zeigt im Dorf sich ein Gespann. Früh am Tage aus dem Norden, früh am Tage aus dem Norden, kam ein königlicher Mann. Kam ein königlicher Die Türken heiraten 4 Frauen. Und wir sind nur 3. Ist der Puntila schon auf? Natürlich ist er auf. Heute ist doch die Verlobung. Oh.
Da sind wir. Ich seh's. Wir sind eingeladen. Na, so eine Einladung möchte was sein. Wie der Schnee vom vergangenen Jahr. Oh je, das klingt aber nicht nach willkommen. Ich werde schauen müssen, dass ich euch in einem günstigen Moment einführe. Es ist nur ein Spaß beabsichtigt und ein wenig aufzwicken beim Tanz. Passt auf, ich werde euch wenigstens den Schauplatz zeigen. Ja. Da geht Bier hinein. Voll Butter. An das Tor kommen mir Kletterbohnen, wenn ich hier auf Puntilla die Gutsherrin bin. Hier also wird allabendlich das Rostbeef serviert. Und der Hering. Wenn ich auf Puntilla die Gutsherrin bin, kommen hier Clubsessel herein. Wenn ich hier auf Puntilla die Gutsherrin bin, lasse ich den Korridor rosa streichen, damit er zu meinem Schnupftuch passt. Wenn ich hier auf Puntilla die Gutsherrin bin, weg mit allem Telefon. Und ich lasse den Falken frei, wenn ich hier auf Puntilla die Gutsherrin bin. Liest Herr Puntilla alle die Bücher? Nicht alle. Dem Schweinskopf fehlt wieder die Zitrone. Das ist Leina, die Köchin. Meint ihr, dass ich beim Essen die Rockhäkchen aufmachen kann? Mein Rock ist jetzt schon zu eng. Das ist der Richter vom Hohen Gericht in Fricka. Ich freue mich, dass ich mit euer Gnaden die Verbindung krieg. Der Herr Postmeister hält sich nicht an einen 8-Stunden-Tag. Könnten Sie nicht verknallen zu 8 Jahren Zwangsarbeit oder gar 10? Storch, Storch, Steiner, mit den langen Beinen, mit den langen Beinen, mit den langen Beinen. 20 Jahre. Hauptsächlich Buben. Ich meine, ich war 20 Jahre nicht hier. Ja, aber an dem Wald musst du ja vorbeigekommen sein. Ah, Joachim. Wir könnten morgen hinfahren. Ja, machen wir einen kleinen Ausflug. Du und ich, ganz allein, im grünen Wald. Erstklassiges Holz, Elsbeth. Sag es noch einmal, bitte, bitte. Erstklassiges Holz. Oh, nein, nicht vom Holz. Elsbeth. Elsbeth. Ja, ja. Wer ist das? Ihre Bräute, Herr Puntilla. Sie werden sie noch kennen. Ich? Ich kenne keine von euch. Was wollen die hier, Stunk machen? Es handelt sich um einen Spaß, Herr Puntilla. Sie haben einen Bund der Bräute des Herrn Puntilla gegründet. Warum nicht gleich eine Gewerkschaft? Ich kenne eure Späße. Ihr seid gekommen, um zu erpressen, dass ich euch was in den Rachen werfe. Nein. Hinaus! Hinaus! Was da eben geschehen ist, das, guten Tag, habe die Ehre, wird mir eine Lektion sein. Freut mich. Die da habe ich im Alkoholdunst eingeladen. Den ganzen Alkohol, der noch im Hause ist, hierher. Ich will ihn hier und jetzt vernichten, indem ich jede
einzelne Flasche zerschmeiße. Puntila, du gehst zu weit. Halt's Maul. Ja. Pardon. Ihr geht vom Gut, bevor ich die Polizei anrufe. Dich erkenne ich. Du bist die Telefonistin aus Kurgela. Ich werde beim Amt anrufen und fragen, ob sie solche Späße billigen bei der Post und wer die anderen sind. Das finde ich doch heraus. Elsbeth, du wirst etwas erleben. Aber die Verlobung, Herr Puntila. Ja, ja. Guten Abend, Madame. Guten Abend. Das wird eine Verlobung, von der man noch in 100 Jahren sprechen wird. Ich werde Milch servieren lassen. Milch? Wir sind zu dumm für Ihre Witze und Tricks und fallen Ihnen immer wieder herein. Keine Späß mit Ihnen machen und nichts von Ihnen nehmen. Es gibt welche, die nichts von Ihnen annehmen. Es müsste mehr geben. Schöne Milch verkaufen, um dafür Alkohol zu kaufen, wenn man gleich die Milch trinken kann. Ich habe einmal gelesen, der erste Schritt zur Enthaltsamkeit ist, keinen Alkohol zu kaufen. Aber, wenn er da ist, dann muss er wenigstens vernichtet werden. Herr Puntila, soll ich die Flaschen zerschmeißen für Sie? Oh nein, das mache ich selber. Ihr habt einen unverschämten Sattverbrecher. Du bist ein Fall für die Polizei. Jawohl, Herr Puntila. Aha. Schauen Sie die Flasche nicht so lang an. Schmeißen Sie es zum Fenster raus, Herr Puntila. Sehr richtig. Du wirst mich nicht mehr zum Schnapstrinken bringen, du Saukerl. Eine echte Liebe zu deiner Arbeit kennst du nicht. Nicht einen Finger würdest du rühren, wenn du da nicht verhungern würdest, du Parasit. Herr Puntila. Was denn? Keine Sorge, ich probiere nur, ob mich der Körper nicht beschissen hat und weil ich meinen unabänderlichen Beschluss feiere. Auf Ihr Wohl. Ja, ich schaudere, wenn ich an dieses Leben zurückdenke, die 3 Tage im Hotel Tavasberg und die Weiber aus Kurgela. Was war das für ein Leben? Ohne Sinn und Verstand.
das Kuhmädchen. Die wollte es ausnutzen. Weil ich einen Sitzen gehabt habe und sie eine volle, Prost. Ich glaube, sie heißt Lisu. Diesen Schluck trinke ich auf ihr Wohl. Ah, du Kerl. Natürlich immer dabei. Das waren Zeiten. Das musst du zugeben. Du Saukerl. Aber das gebe ich zu. Du bist kein Scheißkerl. Herr Puntila, Sie trinken ja schon wieder. Ich trinke. Nennst du das trinken, ha? Eine Flasche oder zwei? Hier. Vernichte sie. Zerschmeiß sie. Ich will sie nicht mehr sehen. Der Kerl zieht mich nach unten, aber ihr wollt, dass ich versaure. Und meine Fußnägel auffresse vor Langeweile. Was führe ich denn überhaupt für ein Leben? Hinaus! Ihr Zwerggestalten! Matti, du bleibst. Kleinlich. Ohne Fantasie. Matti, ich möchte, dass du sofort hinter den dreien herfährst und sie zurückholst. Die passen besser zu dem, was ich für hier jetzt plane als gewisse Gäste, die ich unbegreiflicherweise eingeladen habe. Das ist ein wahrer Freund. Ich krieg Durst, wenn ich ihn nur anschaue. Herr Puntila, lasst euch sagen, ihr könnt zurückkommen. In Ordnung. Er ist wieder besoffen. Wenn ihr Spaß haben wollt, steigt ein. Du hinkst ja. Ist dein Schuh durch? Seinen Wagen könnt ihr doch benutzen. Steigt ein, ich bringe euch heim. Recht, Hans. Von dem Attaché. Sie kostet mich einen Wald. Gib Acht, Johannes. Der Punsch ist stark. Heuschrecke im Frack. Waldfressende Heuschrecke. Ruhe! Attention! Meine Herrschaften, ich erlaube mir Ihnen meinen Gockel zum Besten zu geben. Von dem Sie wohl schon gehört haben. Und die Braut ist nicht da.
muss ich einschreiten. Meine Hühner lasse ich nicht beleidigen. Verlassen Sie sofort mein Haus. Ja, Sie. Ja, du gehst zu weit. Meine Damen und Herren, ich bitte Sie, den Vorfall zu vergessen. Sie ahnen nicht, wie prekär die Situation der Mitglieder des diplomatischen Korps ist. Da hat er recht. Monsieur! Ich verlobe meine Tochter nicht mit einer befragten Heuschrecke. Ruhe! Frederik, du verstehst den Ernst der Situation nicht. Solange keine Namen genannt werden, ist alles noch reparabel. Nur wenn Namen genannt werden, zusammen mit den Beleidigungen, ist es unreparabel. Monsieur! Frederik, was mache ich jetzt? Jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Jetzt werde ich ihn nie mehr los. Gott sei Dank. Jetzt fällt es mir ein, als ich seinen Namen auf einem Schuldschein gelesen habe, den ich hätte kaufen sollen. Ruhe! Er heißt Aino Silaka. Vielleicht geht er jetzt, was meinst du? Und das alles vor Zeugen. Jetzt ist dein Name gefallen. Jetzt kommt es auf jedes fernere Wort an, das nicht auf die Goldwaage gelegt ist. Da ist man hilflos. Diplomatische Heuschrecke. Hinaus. Lass dich nie wieder blicken auf Puntila. Puntila, jetzt wirst du beleidigend. Da überschreitest du die feine Grenze, wo es zum Skandal wird, wenn du mich aus deinem Haus hinauswirfst. Monsieur! Ruhe! Du zwingst mich, dass ich deutlich werde und sage, Scheißkerl, hinaus. Er hat immer diesen wunderbaren Humor gehabt. Puntila, das nehme ich krumm. Ich empfehle mich, meine Damen und Herren. Ich will dir zeigen, mir freche Antworten zu geben. Geh nicht so langsam, ich will dich laufen sehen.
Exzellenz, meine Damen und Herren, ich habe seit langem beschlossen, meine Tochter mit einem guten Menschen zu verheiraten, dem Matti Altonen, einem tüchtigen Chauffeur und Freund von mir. Alle sollen also ein Glas auf das glückliche junge Paar leeren. Oh, sollen Sie leben. Oh, Exzellenz. Oh. Meinen Wagen. Und den habe ich für einen gebildeten Menschen gehalten. Johannes, ich bleibe an deiner Seite. Frau Klinkmann, Sie haben zu lange gezögert. Mein Balg ist nicht mehr zu haben. Die Verlobung war ein Missgriff. Frederik, das Personal soll kommen. Ja. Bleib in meiner Nähe. Obst neben das Küchenmädchen. Frau Pröbstin zur Köchin. Frederik, ja, Frederik. Setzt sich auch mal zu anständigen Leuten. Ich möchte etwas über den Verlobten meiner Tochter sagen. Matti, ich habe dich im Geheimen studiert und mir ein Bild von deinem Charakter gemacht. Ich rede jetzt nicht davon, dass es keine zerbrochenen Maschinen mehr gibt, seit du auf Puntila bist, sondern ich ehre den Menschen in dir. Lieber Matti, ich bitte dich, mach mich zu deiner Frau, damit ich einen Mann habe wie andere. Und wenn du willst, gehen wir vom Platz weg zum Krebsfangen. Ohne Netz. Bravo. Wenn du aber nicht Krebs fangen willst, weil es dir vielleicht unernst vorkommt, dann packe ich mir eine Handtasche und ich fahre mit dir zu deiner Mutter. Mein Vater hat nichts dagegen. Im Gegenteil, ich begrüße es. Fräulein Eber, ich mache jede Dummheit mit. Aber zu meiner Mutter kann ich sie nicht mitnehmen. Die alte Frau möchte einen Schlag bekommen. Herr Probst, beschreiben Sie dem Fräulein, wie die armen Leute leben. Sehr ärmlich. Ihr wollt mir nur Angst machen. Lachen Sie nicht, Fräulein Eber. Das Lachen würde Ihnen vergehen, wenn meine Mutter Sie ins Examen nimmt. Matti, wir wollen es versuchen. Ich bin eine Chauffeursfrau. Sag mir, was ich zu tun habe. Bravo. Schön. Ich komme abends müde heim. Wie behandeln Sie mich da? Erster Fehler. Vertraulichkeiten und Schnickschnack, wenn ich müde heimkomme. Ich glaube nicht, dass die frommen Schwestern, die Sie in Brüssel erzogen haben, an diese Eventualität gedacht haben. Ich halte das für eine sehr gesunde Lektion, damit man sieht, wie unnatürlich so ein Leben ist. Ich mache das nicht immer. Ich habe nur heute zum Beispiel den Traktor gefahren und bin halb tot. Und man muss damit rechnen. Was hast du geschafft?
gewaschen. Wie viele große Stück haben Sie dich waschen lassen? 4. Ja, aber Bettlaken. Sie haben mindestens 17 gemacht. Und 2 Züge Buntes. Ich denke, du wirst müde sein, aber meine Montur musst du mir doch noch auswaschen. Ich brauche sie morgen sauber. Ja, Matti. Dann ist sie morgen früh schön trocken. Und du brauchst zum Bügeln nicht vor 5:30 aus dem Bett. Ich habe mir meine Schürze hergerichtet. Es gibt ein wenig Farbe hinein. Man kann überall etwas Farbe hineinbringen, nicht? Und es kostet nicht viel. Da fehlt eben alles. Zum Beispiel die Feinfühligkeit, dass man's Maul hält, wenn ich abends die Zeitung lese. Eva, ich bin enttäuscht von dir. Matti, kannst du das verzeihen? Das ist... Und wenn ich in der Nacht gerufen werde, dass ich den Alten von der Station abhole, was ist dann? Was? Mitten in der Nacht, wo mein Mann gerade heimgekommen ist und seinen Schlaf braucht? Das ist die Höhe! Der Alte kann seinen Rausch im Straßengraben ausschlafen. Bevor ich meinen Mann hinauslass, verstecke ich ihm die Hosen. Als ob's nicht schon tagsüber genug Schinderei wäre. Er kündigt. Das ist gut, das musst du zugeben. Eva, das ist eine schöne Leistung. Ich werde zwar gekündigt, aber wenn du das meiner Mutter vormachst, ist sie gewonnen. Wie können Sie sich unterstehen, dorthin zu hauen? Was ist denn los mit dir, Eva? Ich hätte ihn keiner draufgeben sollen, wie? Ich glaube jetzt auch, dass meine Erziehung die falsche war. Gute Nacht. Eva! Eva, ich enterbe dich. Pack deine Fetzen. Verschwinde aus meinem Haus. Meinst du, ich habe es nicht gemerkt, wie du fast den Attaché geheiratet hast, nur weil ich es dir befohlen habe und du keinen Charakter hast? Du bist meine Tochter nicht mehr. Herr Puntila, Sie sind Ihrer nicht mehr mächtig. Lassen Sie mich in Ruhe, predigen Sie in Ihrer Kirche. Da ist niemand, der es hört. Es lebt eine Gräfin im schwedischen Land, die war ja so schön und so bleich. Herr Förster, mein Strumpfband ist los. Förster, knie nieder und bind es mir gleich, Frau Gräfin, seht mich nicht so an, ich diene euch ja für mein Brot. Eure Brüste sind weiß, doch das Handbeil ist kalt. Süß ist die Liebe, doch bitter der Tod,
Der Förster, floh in derselbigen Nacht, floh Das geht doch zu nicht. der See. Solche Lieder schmerzen mich tief. Schiffer, nimm mich auf in dein Boot. Schiffer, ich muss bis ans Ende der See, bis ans Ende der See. Es war eine Liebe zwischen Füchsin und Hahn. Mein Goldener, liebst du mich auch? Und fein war der Abend, doch dann kam die Früh. Alle seine Federn, die hängen am Strauch, die hängen am Strauch. Und was wurde aus der großen Verlobung? Der Herr Puntila hat sich nie entscheiden können zwischen dem Wald und der Witwe. Und was ist aus dem Matti Altonen geworden? Am nächsten Morgen, Marti und Fina. Hat er dich rausgeschmissen? Ich bin gegangen. Nicht genug zu futtern, ne? Pass auf. Zu viel Arbeit. Nicht einmal. Der Kerl hat zu viel verlangt. Dass du sein Knecht bist? Schlimmer, sein Freund.